Aber viele Fragen gibt es natürlich und darüber möchte ich sprechen mit Ulrich Blanchet von der Universität Heidelberg, Kunsthistoriker und vor allem Banksy-Experte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wenn wir jetzt gerade mal auf die jüngsten Bilder schauen, 8 Tage, 8 Motive. Wie viel Vorbereitung steckt dahinter? Oder sieht Banksy so ein Auto und legt dann spontan los? Was weiß man über seine Arbeitsweise? Also ich denke, dass das eine ziemlich lange Vorbereitungszeit beansprucht hat. Wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Locations das in London sind, die muss man ja auch alle auskundschaften. Da muss man untersuchen, wann geht da die Security, wann fährt da die Polizei vorbei, wie groß sind da die idealen Dimensionen, man muss messen und so weiter. Also da steckt einiges drin. Also ich denke, dass Banksy auf jeden Fall die letzten 2, 3 Monate daran arbeitet, das auszukundschaften. Deswegen denke ich auch nicht, dass es einen politischen Bezug zu zu diesen Aufständen und Messerstechereien der letzten Zeit da mit nationalistischem Hintergrund, dass das sozusagen eine spontane Reaktion darauf ist, glaube ich nicht. Das ist also sehr viel Arbeit, die in jedem dieser Kunstwerke stecken, die wirklich weltberühmt sind. Man versucht ja auch immer mal öfter jetzt, die dann von der Wand abzubekommen, damit man sie weiterverkaufen kann. Aber Banksy selber verdient ja überhaupt Geld mit seiner Street Art, denn er selber positioniert sich dazu ja nicht. Ist ja nicht so, als würde er die dann irgendwie weiterverkaufen. Also er verkauft die nicht weiter, die gehören der Allgemeinheit, die sind für die Allgemeinheit. Er hat sich auch da mehrfach explizit geäußert, dass er solche Sachen nicht weiterverkaufen möchte. Er gibt auch keine Zertifikate raus. Die Werke sind natürlich dadurch, dass sie auf seinem Instagram und seiner Webseite erscheinen, sind die natürlich in dem Sinn zertifiziert, aber sie sind trotzdem sehr schwer weiterzuverkaufen. Und viele Auktionshäuser und Galeristen sagen auch, ohne Zertifikat verkaufen wir nichts, weil das unseriös wäre. Also er verdient da nichts dran, wenn jemand das dann klaut und abschneidet, das passiert schon. Aber ob die das dann so leicht weiterverkaufen können, ist sehr fraglich. Aber dann bleiben wir noch mal bei Banksy, weil jedes Mal, wenn diese Bilder auftauchen, dann spricht man über die Motive, aber auch wieder über ihn und wie es sein kann, dass er so lange unentdeckt sozusagen bleibt. Also Sie haben es ja gerade angesprochen, wie viel Auskundschaftung der Orte dann da ist. Die Polizei könnte ihn mal anhalten oder sonst irgendwas. Also wer steckt hinter Banksy? Was ist dann in Ihren Augen die gängigste Theorie, die Sinn macht? Also wir haben ja in diesem Fall dieser Serie auch zweimal Bilder von der Security-Kamera und einmal von einem Fan, der Banksy bei der Arbeit fotografiert hat. Und da sehen wir einen Mann im Bauarbeiter-Look, also mit oranger Warnweste, mit Bauhelm, mit Corona-Maske. Wir sehen nicht viel von seinem Gesicht. Er verkleidet sich als Bauarbeiter, hat noch einen Assistenten dabei, der ihm hilft, hat noch einen, der das Auto fährt, wo hinten so ein kleiner Kran mit einer Hebebühne drauf ist, wo er dann von einem Werk zum anderen fährt und diese Werke anbringt. Ich denke, dass derjenige, der hinter Banksy steckt, dass es schon eine Person ist, dass es ein Mann ist, um die 50. Und es ist nicht Robert Del Naja. Robert Del Naja, der Sänger von Massive Attack, der ja oft da kursiert, ist jemand, der Banksy sehr beeinflusst hat, weil es nämlich auch ein wichtiger Graffiti-Writer in Bristol war, aber es ist nicht dieselbe Person. Also das, was wir wissen, ein Mann, so scheint es auf jeden Fall. Aber trotzdem, es bleiben viele Fragen offen. Wir sind gespannt, wann es das nächste Bild, vielleicht ja auch das 9. in Folge, dann gibt. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Arbeiten von Banksy. Dankeschön.